Grüß Gott und herzlich willkommen. Wie bereits in meinem Trump, QAnon und JFK Jr. Video erwähnt, ist es durchaus realistisch, dass John F. Kennedy Jr. noch lebt und seinen Tod damals vortäuschte. Ich gehe auch davon aus, dass es mehrere Prominente gibt, welche dies taten, wie etwa Michael Jackson. Wir sehen hier die Ambulanz, welche Michael Jackson am Tag seines angeblichen Todes abholte. Ist es wirklich Michael Jackson, der da quicklebendig aus dem Wagen steigt? Möglich ist es, und es deutet auch einiges darauf hin. Da sehen wir wieder die guten Seiten des Internets. Obwohl die großen Tech-Konzerne im Sinne der Hintergrundmächte fleißig zensieren, verschwindet Relevantes nicht aus dem Internet. Dies kann auch die Schere der Konzernzensur nicht verhindern. Heute werden eben keine Bücher mehr verbrannt, sondern es wird digital zensiert. Willkommen im Faschismus, wo Meinungsfreiheit vorgegaukelt wird, um sie in Wahrheit mit Füßen zu treten. Um auf das eingespielte Video zurückzukommen. Für mich sieht es so aus, als hätte Michael Jackson seinen Tod vorgetäuscht und die Anschuldigungen gegen ihn waren erfunden, weil er sich gegen das System wendete. Meines Wissens nach waren die Kinder, welche Michael auf seinem Anwesen wohnen ließ, vom System missbrauchte Kinder, welche aus dessen dunklen Klauen befreit wurden. Bei Menschen, welche eine derart große Reichweite besitzen, ist es den satanischen Hintergrundmächten besonders wichtig, sie zu kontrollieren. Deshalb stehen viele sogenannte Stars auch unter MKUltra. And business aside, you have to separate the two, and you don't know how to do that. So that's where I come in, and I keep your emotions, and I deal with your emotions over here. But when it comes time for business, I implement what you told me on the emotion side into handling it in a professional manner. Will someone do the junior high hug? It's like this. You gotta make it real awkward. That's exactly how you he have did. to have a certain amount of distance between the bodies in junior high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing waiting for the king down. In covertly recorded off-air transmissions from the Bush-Clinton presidential election campaign in the 1990s, we can see that Bill Clinton was nothing more than a puppet to the puppet masters which placed him in the White House. Bill Clinton's demeanor seems to be similar to a person who is under a hypnotic trance. Furchtbar. Wünschen wir ihnen Heilung und Befreiung von dieser Geisel. Beginnt jedoch so jemand plötzlich aufzuwachen und sich gegen das System auszusprechen, so ist dies für die Hintergrundmächte äußerst gefährlich und es wäre nicht das erste Mal, dass solche Menschen tatsächlich getötet werden. Ein bekanntes Beispiel dafür ist John Lennon oder aus jüngerer Vergangenheit zum Beispiel Avicii oder Chester Bennington. Dies sagte Michael Jackson über dieses System. They made and created so much joy for the world, and the system, meaning the record companies, totally took advantage of it. But this is very important, what we're fighting for, because I'm tired, I'm really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth. They're liars. And they manipulate our history books. The history books are not true. It's a lie. The history books are lying. You need to know that. You must know that. All the forms of popular music, from jazz to hip-hop to bebop to soul, you talk about the different dances, from the cakewalk to the jitterbug to the Charleston to breakdancing. All these are forms of black dancing. The minute it became the all-time best-selling albums in history in the Guinness Book of World Records, overnight they called me a freak. They called me a homosexual.
They called me a child molester. They said I tried to bleach my skin. They made everything to turn the public against me. This is all complete conspiracy. You have to know that. You know, it's time. I love you more. It's time for a change. And let's not leave this building and forget what has been said. Put it into your heart. Put it into your subconscious mind. And let's do something about it. We have to. We have to. Because it's been a long, long time coming. And a change has got to come. So let's hold our torches high and get the respect that we deserve. I love you. I love you. Please don't put this in your heart today and forget it tomorrow. Because we would have not accomplished our purpose. We will have not accomplished our purpose if that happens. This has got to stop. It's got to stop. Kommen wir noch einmal auf JFK Jr. zurück. Warum sollte so jemand seinen Tod vortäuschen? Ganz einfach, weil er wusste, dass er bereits auf der Abschussliste steht. Die Hintergrundmächte konnten es nicht zulassen, einen rechtschaffenen Mann, den sie nicht kontrollieren können, in eine politische Machtposition gelangen zu lassen. Vor allem nicht einen Mann, der schwor, die Mörder seines Vaters zur Strecke zu bringen. Sie wussten, dass aufgrund Kennedys Beliebtheit niemand gegen ihn gewinnen konnte, und so musste er aus Sicht der Hintergrundmächte verschwinden. Ich glaube, JFK Jr. täuschte seinen Tod vor, um sich und seine Lieben zu schützen und um am großen Plan der Whiteheads oder auch Patrioten mitzuwirken. Trump ist die Galionsfigur dieser Allianz im Hintergrund, welche zurzeit einen über mindestens Jahrzehnte entstandenen Plan ausführen und die Welt von der Kabale befreien. Einer der Zwecke von den Anschlägen am 11. September war es übrigens, einen Angriff gegen die Whiteheads auszuführen, welche damals angeblich Nessara einführen wollten. In den 90ern waren die Hintergrundmächte einfach noch zu stark. Doch ihre Macht nimmt durch das Erwachen der Menschheit immer mehr ab und das Wahrhafte wird immer stärker. Die wahre Macht auf diesem Planeten sind wir. Dass es heutzutage möglich ist, dass ein Trump Präsident wurde, welcher nicht nur nicht zu den Hintergrundmächten gehört, sondern auch noch gegen sie vorgeht, ist nur durch das Erwachen der Menschheit möglich geworden. Dadurch wird das Lichte immer stärker und alles verändert sich. Wir sind so viel mächtiger, als man uns einreden möchte. Wir sind Schöpfer. Jene Menschen, welche fühlen und lieben, werden in Zukunft die Zügel in der Hand halten und die Geschicke dieser Welt leiten. Die Welt, die Trump möchte, ist vielleicht noch nicht das Paradies, doch es ist ein Schritt in diese Richtung. Meiner Einschätzung nach wollen die Patrioten all die Dunkelspieler und ihre Söldner entfernen und das System sozusagen von menschenfeindlich auf menschenfreundlich umstellen. Wenn uns dann also das System nicht mehr einzwängt, können wir uns als Menschheit wahrlich entwickeln und werden eines Tages erkennen, dass wir einfach wieder mit der Natur gehen müssen, sie uns alles bietet und wir gar kein System mehr brauchen. Wichtig ist, bei allem, was geschieht, wach zu bleiben, stets selbst zu denken, zu hinterfragen und auf sein Herz zu hören. Ich zeige euch nun so einige Hinweise darauf, dass JFK Jr. noch lebt. Es gibt viele Brotkrumen und ich finde es äußerst spannend. Los geht's.
Und zum Abschluss möchte ich euch noch 2 Videos zeigen. Im ersten spricht Trump von JFK Jr. im Präsens. Er sagt nicht, er war ein guter Freund von mir, sondern er ist ein guter Freund von mir. This is an original photo, right? You can see it. And it's right there. And that opens up, and that's John Kennedy. That's John. Who was a friend of mine. And who was getting ready. He was going to sell George magazine. He was a good friend. He was a great guy. And he was going to run for political office. He would have been very tough to beat. He had a lot of things going, including the look. We're not supposed to be talking about look anymore under the Me Too generation, but he had the look. Hier das zweite Video. In diesem im heurigen Juli geführten Skype-Gespräch mit Robert Kennedy schreibt eine Zuseherin in den Chat, er solle seine Nase berühren, wenn JFK Jr. am Leben ist. Seht am besten selbst. All of the documents that are not in the public domain, and the Deitch memo is one of those documents. It was a discovery document that was given to me by Mike Hugo. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Für mehr Informationen zum Thema Trump, QAnon, JFK Jr. und so weiter empfehle ich euch, neben meinen eigenen Inhalten auf diesem Kanal wie auf meiner Webseite auch einen Vortrag von Feiko Stölzer, Gespräche mit Peter Denk sowie den Global Change Kanal, wie auch deren Webseite. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Verabschieden möchte ich mich nun mit folgenden Worten. Wer sich das Paradies auf Erden wünscht, ist hier, um mitzuwirken, es zu erschaffen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. In diesem im heurigen Juli geführten Skype-Gespräch an diesem im heurigen Juli geführten Skype-Gespräch mit Robert Kennedy schreibt eine Zuseherin in den Chat, er solle seine Nase berühren, wenn JFK Jr. am Leben ist. Seht am besten selbst.